Das Identifizieren antiker Artefakte ist eine erworbene Fähigkeit, und um sie zu erwerben, muss man Jahre des Studiums und dann noch mehr Jahre der praktischen Ausbildung durchlaufen. Selbst dann werden Sie jedoch oft auf Schwierigkeiten stoßen, wenn Sie versuchen, die Dinge zu identifizieren, die Sie betrachten. Es gibt einfach keine gute rationale Erklärung für einige der Dinge, die Sie in diesem Video sehen werden, aber wir werden trotzdem versuchen, Ihnen eine zu geben. Heutzutage, wenn Sie einen Globus oder eine Weltkarte erstellen möchten, müssen Sie nur Bilder aus dem Weltraum oder Bilder von Flugzeugen oder Drohnen konsultieren, wenn Sie feinere Details einbeziehen möchten. Vor Hunderten von Jahren war das nicht möglich, und so konnte das Aussehen der Welt auf einem Globus dramatisch von dem Aussehen der Welt auf einem anderen abweichen. Vor diesem Hintergrund glauben wir, dass dies einer der ersten Globen der neuen Welt sein könnte, womit wir eine Weltkarte meinen, die nach der Entdeckung des amerikanischen Kontinents erstellt wurde. Das macht es zu einem ganz besonderen Artefakt. Aber es gibt zwei weitere Punkte, die es noch faszinierender machen. Der erste ist, dass wir keine Ahnung haben, wer es geschaffen hat. Der zweite ist, dass es sorgfältig auf die Schale eines Straußeneis geätzt wurde. Wie bei vielen Weltkarten der damaligen Zeit wurden Monster ins Meer gezeichnet, möglicherweise basierend auf den fantastischen Geschichten von Seeleuten, die von langen Reisen zurückkehrten. Es gibt sogar Gerüchte, dass der Globus im frühen 1500 in der Werkstatt des italienischen Meisters Leonardo da Vinci gefertigt wurde, obwohl wir diese Geschichte ohne unterstützende Beweise nicht bestätigen können. Wir werden über Mumien sprechen, aber nicht über die ägyptische Art, an die Sie wahrscheinlich denken. Stattdessen schauen wir uns einige nordamerikanische Mumien an. Diese unglaublich gut erhaltenen menschlichen Überreste stammen aus Nuuk in Grönland und sind als Qilikistok-Mumien bekannt. Sie sind etwas beunruhigend anzusehen, und wir können uns vorstellen, dass sie für die Brüder, die sie fanden, als sie im Jahr 1972 zur Moorhuhnjagd gingen, noch beunruhigender gewesen sein müssen. Die Brüder sollen die ersten Menschen seit Jahren gewesen sein, die die verlassene Inuit-Siedlung Qilikistok betraten, und dort fanden sie die 8 menschlichen Körper, die unter einem Steinhaufen begraben waren. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass derjenige, der sie begraben hat, beabsichtigte, sie zu mumifizieren. Es geschah einfach automatisch aufgrund des eisigen Klimas Grönlands. Experten wurden eilig zur Fundstelle gerufen, wo sie bestätigten, dass die Brüder die Überreste von 6 erwachsenen Frauen plus 2 Kindern gefunden hatten, die alle um das Jahr 1475 zusammen umkamen. Alle waren mit Tätowierungen bedeckt, die sogar ihre Gesichter bedeckten. Der Grund für ihren Tod ist unbekannt, aber etwas grausam erscheint es, dass das jüngste Kind möglicherweise lebendig begraben wurde. Man kann in der Wüste allerlei seltsame Dinge finden. Zu diesem Thema lernen Sie Ada kennen, das 6 Zoll große Skelett aus der Atacama-Wüste, von dem einige Leute glauben, es sei der Körper eines winzigen Außerirdischen. Um es noch gruseliger zu machen, wurde das Skelett auf dem Kirchhof einer verlassenen Stadt namens La Noraya gefunden. Tests am Skelett haben ergeben, dass es weniger als 100 Jahre alt ist, aber bisher konnten wir nicht schlüssig sagen, wer oder woher es stammt. Wissenschaftler, die nach einer rationalen Erklärung suchen, haben versucht, es als nicht lebensfähigen menschlichen Fötus abzutun, aber das würde das seltsame Schädel des Körpers nicht erklären. Eine andere Theorie ist, dass es der Körper eines Menschen ist, der an chronischem Zwergwuchs litt, aber der kleinste jemals aufgezeichnete lebende Mensch war 4-mal größer als dieser. Forscher der Stanford University erhielten im Jahr 2003 6 ganze Monate Zeit, um den Körper zu studieren, aber selbst nach all dieser Zeit konnten sie keine zufriedenstellende Erklärung für seine Existenz finden. Es ist definitiv kein Schwindel, aber wir werden vielleicht nie wissen, welcher Spezies oder Rasse die kleine Ada angehörte. Auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs wurden 2 unbezahlbare antike Sandsteinartefakte aus Thailand gestohlen und in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht. Im Mai 2021 fanden die Artefakte schließlich ihren Weg zurück nach Hause. Die wunderschön geschnitzten Sandsteinblöcke sind als Lentile bekannt und wurden einst als Tempelstützbalken verwendet. Die Bilder auf ihren Oberflächen zeigen Darstellungen der hinduistischen Götter Yama und Indra. Es ist für Wissenschaftler immer eine schwierige Aufgabe, ein Datum für ein Steinartefakt anzugeben, aber im Fall dieser Lentile wird es als wahrscheinlich angesehen, dass sie entweder im späten 10. oder frühen 11. Jahrhundert geschaffen wurden. Laut Experten in Thailand sind die Lentile besonders wertvoll, weil sie den Einfluss zeigen, den das alte Königreich Khmer auf die umliegenden Regionen hatte. Tempel, die solche Lentile verwendeten, waren entweder im Design oder in der Inspiration fast ausschließlich kambodschanisch. Die Artefakte wurden im Jahr 1958 von unbekannten Händen entwendet. Aber die Behörden in Thailand sind nicht daran interessiert, herauszufinden, wer sie gestohlen hat. Sie sind einfach froh, sie wiederzuhaben.
Unsere nächste Entdeckung wurde in Puerto Rico gemacht und könnte den ersten Beweis einer bisher unbekannten Zivilisation darstellen. Die Entdeckung ist ein Satz von 800 fein geschnitzten Steinartefakten, von denen jedes vor ungefähr 600 Jahren gefertigt wurde. Sie wurden erstmals im 19. Jahrhundert von Archäologen gefunden, aber erst im Jahr 2019 richtig untersucht. Es wurde einst angenommen, dass die Figuren ein Schwindel waren, aber wissenschaftliche Analyse hat bestätigt, dass die Schnitzereien entweder im 14. oder 15. Jahrhundert geschaffen wurden. Unter einem Mikroskop ist es möglich festzustellen, dass die Figuren einst mit Gold und roter Farbe bedeckt waren. Keine solchen Artefakte wurden jemals zuvor in dieser Region Amerikas gefunden. Einige der Markierungen auf ihren Oberflächen wurden als eine Form von Schrift interpretiert. Aber dies ist eine kontroverse Interpretation, die mehr Beweise erfordert, bevor sie bewiesen werden kann. Keine bekannten präkolumbianischen Schriftsysteme dieser Art existieren anderswo. Die Markierungen ähneln keinerlei Markierungen, die bekanntermaßen von den Maya oder den Azteken verwendet wurden, so dass Wissenschaftler keine Ahnung haben, wem sie ihre Entstehung zuschreiben sollen. Die Legende besagt, dass die Statuetten von einem puerto-ricanischen Mönch namens José María Nazario gefunden wurden, aber es gibt keine Beweise dafür, dass er jemals existierte. Historiker nehmen oft an, dass die alten Römer während ihrer Besetzung Britanniens Sklaven hielten, aber direkte Beweise dafür waren immer schwer zu finden. Das änderte sich im April 2021, als in Great Casterton, Rutland eine erstaunliche Entdeckung von Bauarbeitern gemacht wurde, die an einem Hausanbau arbeiteten. Stellen Sie sich vor, wie schockiert sie gewesen sein müssen, als sie auf das gefesselte Skelett eines Mannes stießen, das tief unter dem Haus begraben war. Die unglückliche Person wurde in einem Graben mit eisernen Fesseln an den Knöcheln begraben. Es ist das einzige bekannte Beispiel aus der Römerzeit, dass jemand auf diese Weise begraben wurde. Archäologen konnten mittels Radiokarbondatierung zeigen, dass er irgendwo zwischen dem 3. und 4. Jahrhundert begraben wurde. Es wird angenommen, dass Fesseln normalerweise von versklavten Menschen vor der Bestattung entfernt wurden, damit sie wiederverwendet werden konnten. Daher muss dieser Mann etwas sehr Ungewöhnliches getan haben, um seine Bestattung in seinen Fesseln zu rechtfertigen. Vielleicht ist es eine symbolische Bestrafung für etwas, das er zu Lebzeiten getan hat, um sicherzustellen, dass er auch im Jenseits gefesselt bleibt. Andererseits ist es vielleicht nicht das, wonach es aussieht. Einige alte römische Manuskripte behaupteten, dass die Toten manchmal gefesselt wurden, um sicherzustellen, dass sie nicht wieder auferstanden, um die Lebenden zu quälen, so dass es möglich ist, dass dies ein Beweis für diese Praxis ist und nichts mit Sklaverei zu tun hat. Boxen gibt es als Sportart schon fast so lange, wie Menschen auf der Erde wandeln. Es scheint, dass es immer Athleten gab, die bereit waren, um die Vorherrschaft gegeneinander zu kämpfen. Und es gab auch immer Zuschauer, die bereit waren, sie anzufeuern. Die frühesten Hinweise, die wir auf Boxen als Sport haben, reichen 3000 Jahre zurück ins alte Ägypten. Aber eine kürzliche Entdeckung in Northumbria, England, hat bewiesen, dass auch die alten Römer Fans der süßen Wissenschaft waren. Gefunden im römischen Fort Vindolanda der Region sind diese zwei ledernen Klumpen primitive Boxhandschuhe. Und sie sind etwa 1900 Jahre alt. Obwohl wir wissen, dass die Römer Boxen genossen, sind dies die einzigen zwei erhaltenen Handschuhe, die jemals gefunden wurden. Es wird angenommen, dass verschiedene Einheiten innerhalb der römischen Armee in Boxkämpfen um Prahlereien und Vorherrschaft gegeneinander antraten. Obwohl auch bekannt war, dass ihre Freunde gerne auf den Ausgang der Wettkämpfe wetteten. Dieses spezielle Paar war gut abgenutzt und geliebt. Ihr Besitzer hielt genug von ihnen, um sie zu flicken, anstatt sie wegzuwerfen. Archäologen sind es gewohnt, tierförmige Pfosten und Vasen in alten chinesischen Gräbern zu finden, aber dieser schwanenförmige Topf kam mit einem Rätsel, dessen Experten noch nicht auf den Grund gegangen sind. Der zuvor ungestörte Topf enthält eine 2000 Jahre alte Flüssigkeit und wir haben derzeit keine Ahnung, was die Flüssigkeit ist. Die Entdeckung erfolgte fast zufällig. Sie kam zustande, als Bauarbeiter in San Mexia in der Provinz Henan auf ein bisher unbekanntes Grab stießen und die Experten hinzuzogen, um es genauer zu untersuchen. Zusammen mit dem Schwanentopf fanden sie auch einen Bronzehelm, ein Eisenschwert und ein zeremonielles Jadeschwert, sodass dies wahrscheinlich die letzte Ruhestätte eines Soldaten oder Kriegers war. Der Topf ist jedoch etwas unpassend zu den restlichen Entdeckungen. Es ist der einzige Bronzetopf, der jemals in diesem Teil Chinas gefunden wurde, und das, zusammen mit der Tatsache, dass er eine nicht identifizierbare Flüssigkeit enthält, hat Archäologen sehr begeistert. Die Flüssigkeit, von der es etwa 3000 Milliliter gab, wurde als gelblich-braun und Verunreinigungen enthaltend beschrieben. Es könnte alles sein, von altem Wein bis zum sagenumwobenen und lange gesuchten chinesischen Elixier des Lebens. Kari Sokta, besser bekannt als die verbrannte Stadt, ist eine der ältesten Siedlungen im Iran. Sie ist auch die größte und sicherlich die geheimnisvollste.
Die verbrannte Stadt ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe, aber selbst die Menschen, die ihr diesen hohen Status verliehen haben, verstehen die Geschichte der Stadt nicht wirklich. Sie wurde vor knapp 4400 Jahren aus unbekannten Gründen plötzlich verlassen, wobei ihre Bewohner nur sehr wenig zurückließen, woran wir uns erinnern könnten. Archäologen graben seit Jahren in Kari Sokta und im Dezember 2021 fanden sie eine Sammlung von Figuren, die Menschen und Tiere darstellen. Die meisten Figuren sehen aus wie Kühe, aber an den menschlichen Figuren ist etwas seltsam. Die Männer werden immer stehend dargestellt und die Frauen immer sitzend. Dies könnte darauf hindeuten, dass Frauen in dieser Gesellschaft Männern untergeordnet waren. Oder es könnte darauf hindeuten, dass Frauen auf dem Thron saßen und Männer bereitstanden, um sie zu bedienen. Wir wissen einfach nicht genug über die verbrannte Stadt, um das eine oder andere zu sagen. Nur etwa 4% der alten Stadt wurden bis 2022 vollständig ausgegraben, sodass die Antworten vielleicht in den verbleibenden 96% liegen. Vor sehr langer Zeit waren die Bewohner Norwegens so süchtig nach Glücksspielen, dass der König sie verbieten musste. Viele der Spielsteine und Bretter, die in diesen Spielen verwendet wurden, wurden damals zerstört, aber einige wurden im März 2022 im mittelalterlichen Park von Oslo gefunden. Dort haben Archäologen ein hölzernes Spielbrett, 3 Specksteinstücke eines unbekannten Spiels und etwas gefunden, das wie eine Schachfigur aussieht. Es ist unmöglich, sicher zu sein, welche Art von Spiel mit diesen Stücken gespielt worden sein könnte, aber einige Experten haben spekuliert, dass es eine frühmittelalterliche Version von Backgammon gewesen sein könnte. Schnitzen war im damaligen Norwegen eine gängige Fähigkeit, so dass die Stücke von jedem hergestellt werden konnten, reich oder arm, alt oder jung. Die Leute spielten diese Spiele und wetteten darauf, während sie Bier tranken, und soziale Unruhen, die durch all dieses Trinken und Spielen verursacht wurden, veranlassten König Magnus Lagabøte im Jahr 1276 alle Glücksspiele in Oslo zu verbieten. Wissenschaftler glauben, dass das Spielen zu dieser Zeit so weit verbreitet war, dass die Spieler sogar süchtig nach dem Dopaminkick gewesen sein könnten, der mit dem Gewinn einherging, weshalb diese Artefakte in der Presse als die Spielsteine norwegischer Drogensüchtiger beschrieben wurden. Es ist offensichtlich, dass der Brunnen von Santa Cristina in Pollilitano, Italien, ein enorm wichtiger Ort für die Menschen war, die ihn bauten. Wir wissen nur nicht, warum er so wichtig war. Er ist zu dekorativ und aufwendig, um ein einfacher Brunnen gewesen zu sein, aber wir können nicht herausfinden, welche anderen Zwecke er gehabt haben könnte. Wir kennen nicht einmal seinen richtigen Namen. Wir nennen ihn nur den Brunnen von Santa Cristina wegen der nahegelegenen Kirche. Aber der Brunnen wurde viel länger vor dieser Zeit gebaut. Er ist etwa 3200 Jahre alt und wurde höchstwahrscheinlich von der Nuragen-Zivilisation geschaffen, die einst Sardinien ihr eigen nannte. Leider hatten die Nuragen keine Schriftsprache, sodass das Verständnis ihrer alten Monumente etwas schwierig ist. Der Brunnen ist von Gebäuden umgeben, die Wohnstätten gewesen sein könnten, mit einem zentralen Treffpunkt, aber das können wir nicht sicher wissen. Der Boden des Brunnens ist über eine wunderschön konstruierte Steintreppe zugänglich und es gibt einen Raum am Boden, der ein Ort für Rituale gewesen sein könnte. Aber auch das können wir nicht sicher sagen. Es ist ein Rätsel, aber ein sehr schönes Rätsel. Warum glaubten so viele Kulturen auf der ganzen Welt, darunter einige, die heute noch existieren, an die Existenz allmächtiger Echsenmenschen? Die ältesten bekannten Darstellungen dieser humanoiden Echsen stammen aus Tell al-Ubaid im Irak, wo Archäologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Sammlung von 7000 Jahre alten Echsenskulpturen ausgruben. Unser Kampf, ihre Bedeutung zu verstehen, hängt mit unserem mangelnden Wissen über die Ubaid-Kultur zusammen. Wir wissen, dass sie in Mesopotamien vor etwa 8000 Jahren entstanden sind, aber wie bei den Sumerern haben wir keine Ahnung, woher sie kamen. Wir wissen jedoch, dass sie große Dörfer aus Lehmziegelhäusern schufen und landwirtschaftliche und architektonische Fähigkeiten zeigten, die weit über die Standards ihrer Zeit hinausgingen. Die Echsenfiguren, die sie schufen, erscheinen alle und sind entweder extrem muskulös oder haben gepolsterte Schultern. Sie tragen oft Zepter, was vielleicht den königlichen Status kennzeichnet. Schlangen wurden in vielen alten Kulturen oft verwendet, um Götter darzustellen. Aber was war der Ursprung dieses Glaubens? Es ist keine Überraschung, dass so viele Menschen glauben, dass die Erde in ferner Vergangenheit von echsenköpfigen Außerirdischen besucht wurde. Abonnieren Sie jetzt und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie nichts verpassen. Faszinierende Entdeckungen erwarten Sie in jedem Video. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Bis bald!